Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute brauen wir ein ganz besonderes Bier aus einem fertigen Kit aus England, das ich zufällig bei einem deutschen Hobbybrau-Versandhändler gesehen habe und deswegen dachte ich, muss da zuschlagen. Das Bier heißt Nelson's Revenge von Woodford, zumindest steht es in meinem alten Real Ale Almanac als Nelson's Revenge drin. Hier steht tatsächlich nur Nelson's drauf auf der Abbildung hier. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es jetzt umbenannt wurde. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Set hier etwas neuer ist. Hier in dem alten Rezept steht zum Beispiel drin, dass es 4,6% Alkohol hätte und das hier hat 5,0, wie es angegeben ist. Die anderen Daten, die natürlich auch nicht stimmen müssen, sind, hier steht drin 100% Maris Pale Otter mit ein bisschen Crystal Malt und dazu Goldings als Doldenhopfen und 29 IBU. Und das war es auch schon so ziemlich, was das Buch aus der Brauerei rauskriegen konnte. Die Brauerei heißt Woodfords und die ist in East Anglia. Das ist eine von den Brauereien, die in dem Buch noch als gerade aufstrebend bezeichnet werden. Also wir sind da gerade zur Microbrewery geworden. Heutzutage sind die, glaube ich, schon eine größere Hausnummer. Ich bin mal gespannt, wie das Bier wird. Ich denke mal, es geht so in die Richtung typisches Bitter, vielleicht ein bisschen mehr Alkohol. Kann ich mal beim Verkostungsvideo mehr zu sagen. Aber dann würde ich sagen, fangen wir mal an, das Malz zu maischen. Also 100% Maris Otter laut Brauerei ist ja schon eine sehr interessante Hausnummer. Aha, aber wir haben ja gar keine Malze hier in der Mischung. Also was hier für ein Set vor uns liegt, ist ein Extraktbrauset, was ich noch nie vorher gemacht habe und wo ich mal sehr gespannt bin, ob das qualitativ und geschmacklich mit dem Original hinhauen kann. Hier ist also unser Malzextrakt drin. Gut, dann überspringen wir das Einmalchen und gehen direkt zum Hopfenkochen. Der Hopfen ist hier nämlich auch nicht drin. Das Malzextrakt ist vorgehopft und ich bin mal sehr gespannt, ob das nach richtigem East Kent Golding schmeckt, vor allem nach Doldenhopfen East Kent Golding. Hier an der Seite steht noch so groß, dass das genau so gemacht ist wie in der Brauerei. Das Pack ist aber nicht von Woodford, sondern von Muntons. Die machen die meisten von diesen Extraktbrausets und ich habe doch den Verdacht, dass die einfach ein ganz klassisches Malzextrakt genommen haben, was sie so im normalen Handel kriegen und eben nicht ein Konzentrat aus der Brauerei und das dann einfach mit Hopfenextrakt versehen haben. Was müssen wir denn überhaupt machen mit so einem Extraktset? Die Hefe. Die Hefe hier, da steht nur Yeast Premium drauf. Ich glaube, das müsste die Muntons Gold sein. Muntons Gold wird im Internet als gar nicht so schlecht bezeichnet. Es gibt andere von Muntons, die wohl gar nicht so gut sind. Und Muntons Gold soll aber relativ vernünftig sein und tatsächlich der Nottingham Yeast, also dem Stamm, dem Strain entsprechen. Bin ich mal sehr gespannt. Ich hatte ja schon mal das Set von Besserbrau, wo ich auch vermute, dass es Nottingham sein könnte. Mal schauen, ob es da Ähnlichkeiten gibt. Das werde ich auf jeden Fall gleich rehydrieren. Was muss ich denn überhaupt machen bei so einem Set? Also es scheint ja wirklich fast nichts mehr übrig zu sein von den Dingen, die ich eigentlich gelernt habe. Also, alle Utensilien reinigen und sterilisieren. Das habe ich gemacht. Ich mache das Ganze in einem größeren Maßstab. Ihr habt vielleicht gesehen, hier steht drauf 36 Pint. Das sind ziemlich genau 20 Liter. Und dementsprechend mache ich das in meinem großen Maischebottich und in meinem Gärbottich meine ich natürlich. Und den habe ich vorhin sehr ordentlich gereinigt. Das mache ich bei so für mich großen Behältern gerne in der Dusche. Da kann ich in Ruhe darauf rumsprühen mit Reinigungsmittel und so und rumschrubbern. Ich habe auch die ganzen Einzelteile ordentlich sterilisiert in dem Pulver. Das Ventil, was nachher an den Gärbottich kommt, das ist aus vielen Kleinteilen und ich benutze dann gerne so einen Flaschenputzer, um da in die ganzen Ritzen zu kommen. Der Vorteil bei dem Gärbottich ist, ich werde das nachher auch versuchen, direkt in Flaschen abzufüllen. Das habe ich hier in dem Kanal noch nicht gemacht. Dazu gibt es dieses Abfüllröhrchen, was halt genau hier auf den Adapter passt. Sogar sehr stramm, genau. Und das passt aber nicht auf dieses größere Gärfass, was ich schon mal benutzt habe. Und das größere Gärfass ist ja eh nicht so dicht, dass ich Druck aufbaue. Deswegen schenke ich mir das Ganze, springe sofort zur Flaschengärung und guck mal, wie viel Sediment ich dann drin habe. Bisher hatte ich immer Probleme bei Flaschengärung mit Sediment, mit zu viel Kohlensäure und all solchen Sachen. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Feintuning hin. So, das Ganze sterilisieren. Was sagen die danach? 3,5 Liter kochendes Wasser in den Behälter und das Gerstenmalzextrakt darin auflösen. Und danach 20 Liter kaltes Wasser dazu. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich dann auf 24 Liter komme und nicht auf 20. Und ich keine Ahnung habe, wie die der Meinung sind, dass ich 4 Liter Wasser zwischendurch verliere. Also was ich machen werde, ist, ich werde nach dem kochenden Wasser 16 Liter kaltes Wasser hinzufügen. Erstmal gucken, welche Stammwürze ich bekomme. Die Stammwürze, die ich bekommen soll, steht hier nicht drauf. Hier steht nur drauf, dass es am Ende 1014 Gravity Points sein sollen. Das ist natürlich nicht sehr exakt.
Ich werde dann wahrscheinlich weil das ja 5% Alkohol haben soll, auf 1050 gehen. Das wären in Plato, man muss es ja mal durch 4 teilen, ziemlich exakt, wie sind das, 12,5? Genau, 12,5 Grad Plato, also wahrscheinlich so 13 Brix. Und ja, dann gucke ich mal, wo ich da lande. Das wäre es eigentlich schon. Also das Ganze wird sehr schnell gehen, soll sehr einfach sein. Ich gucke mal, wie das funktioniert und ich sage euch dann gleich, wie es gelaufen ist. Bis gleich. So, das Wasser hat gerade gekocht. Ich tue das natürlich jetzt nicht in den Plastikbehälter, sonst geht das ja alles hinüber. Ne? Also ich weiß nicht, wie feuerfest der ist. Aber ich habe jetzt das Malzextrakt hier ein bisschen aufgewärmt im Wasserbad. Und dann sollte das eigentlich jetzt mit der Mischung funktionieren. Dann kann ich das kalte Wasser hinzufügen. Dann muss ich nur die Skala hier im Topf vernünftig ablesen und mich daran erinnern, was ich wann hingetan habe. Oh, der ist schon ganz schön bitter. Das schmeckt schon nach Würze. Genau, ich habe jetzt nur den Deckel berührt. Ich muss gucken, dass ich da jetzt hier nichts zusauere. Aber noch ist das Wasser ja auch sehr heiß. Das hilft schon mal. Das Ganze ist natürlich nicht vernünftig gekocht. Also viele Keime kriegt man auch erst nach längerem Kochen weg. Marmelade kocht man auch immer so ein paar Minuten und nicht nur so kurz heiß. Naja, mal schauen. So, die Hefe, die ich hier mit dem sterilisierten Schneebesen gerade aufgerührt habe, die riecht genauso wie bei Besserbrauer. Ich sterilisiere gerade nochmal einen größeren Schneebesen, damit ich hier nochmal umrühren kann, weil ich bin nicht der Meinung, dass sich das so einfach so auflöst. Wollen wir in die Skala? Das sind jetzt 6 Liter, die Kombination aus 3,5 Liter Flüssigkeit und dem flüssigen Malzextrakt. Kann man gucken, ob hier noch was reingeht. Ja, dann geht's gleich ins Umfüllen. So, genug Tropfmengen. Was macht der Schneebesen? Okay.
Jo, das hat sich alles noch am Boden abgesetzt. So, das sind jetzt 8 Liter Flüssigkeit, aber davon habe ich nur 5,5 Liter Wasser zugetan. Ich bin mal gespannt, ob ich wirklich die ganzen 20 Liter da noch rein tue. Das ist zu. Es lohnt sich immer zu gucken, ob der Zapfhahn wirklich zu ist. Das habe ich schon so oft erlebt, dass es dann schief geht. So, ein paar Spritzer sind hochgeflogen, aber nicht zu viele. So, nochmal 5,5 Liter Flüssigkeit, dann sind wir bei 11. Und nochmal 5 Liter, dann sind wir bei 16 Litern Flüssigkeit insgesamt, also Wasser, die zugegeben wurden. Sieht schon nach sehr viel aus. Ich nehme jetzt am besten schon mal einmal die Stammwürze, damit ich gleich keine bösen Überraschungen erlebe. Blubbert noch ziemlich viel. Ein bisschen muss ich noch warten. Also im Moment sind es 12 Grad Brix. Damit würde ich schon die 5% Alkohol wahrscheinlich nicht mehr erreichen, außer die Hefe vergärt so krass, wie ich das von anderen Hefen auch mal schon kenne. Aber tatsächlich überlege ich jetzt, ob ich ein bisschen noch rein tue, damit die Stammwürze vielleicht doch ein bisschen runtergeht und ich eher so ein traditionelleres englisches Bier kriege, oder ob ich die 5% Alkohol beibehalten soll. Oder wie es jetzt ist, kommen wahrscheinlich 4,8 oder sowas raus. Und ich habe mal versucht nachzurechnen, also es waren 16 Liter Wasser plus die 2,5 Liter Flüssigkeit, die aus dem Malzextrakt kamen. Dann sind wir noch nicht bei 20 Litern, die ich gerne hätte. Aber tatsächlich wäre das jetzt auch nicht so dramatisch. Also ich denke, ich tue noch einen Liter rein und dann ist es gut. Okay, die Skala von dem großen Topf, den ich jetzt extra benutzt und auch desinfiziert und so abgekocht habe, die fängt erst bei 2 Litern an. Also tue ich nochmal 2 Liter rein. Dann sind wir jetzt bei insgesamt, was habe ich gesagt? 20,5 Litern insgesamt Flüssigkeit, von denen 2,5 das Malzextrakt war. Jo. Dann rühren wir jetzt noch einmal um, weil das ist ja sonst ein bisschen, wie heißt das, Stratification auf Deutsch. Also es kann sein, dass sich da Schichten bilden, ne? Dass ich jetzt oben drauf das dünne, leichtere Wasser, weniger dichte Wasser draufgeschüttet habe und das messe ich dann gleich, wenn ich das nicht vorher ordentlich umrühre. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die besonders steril arbeiten und niemals darüber sprechen würden, aber das wird schon passen. So, letzte Messung, dann kommt die Hefe rein. (11,2 Grad Brix. Das sollte von der Stammwürze typisch englisch sein. Die Hefe ist gut rehydriert. Habe ich das eben gesagt, dass die sehr ähnlich wie die vom Besserbrauer Paket riecht. Also der Geruch ist wieder so, wie ich das sonst von anderen Trockenhefen nicht kenne. Könnte gut sein, dass das die Nottingham ist. Ich wollte gerade das Ganze rühren, damit da mehr Sauerstoff reinkommt. Dann ist mir eingefallen, Trockenhefe enthält ja so viel Lipide in dem, mit dem Emulgator ist das ja in so einer Lipidschicht alles zusammengepackt, dass das genug Reservoir hat, um sich mehrfach zu vermehren. Das heißt, da braucht kein Sauerstoff zu. So, der auch gereinigte Deckel kommt da drauf. So, Gärkolben drauf. Und dann ist das Ganze fertig. So schnell habe ich noch nie ein Bier zubereitet. Ich bin mal gespannt, wie schnell das jetzt vergärt. Das ist ja eine ordentliche, kräftige Hefe. Das waren jetzt 2 mal 6 Gramm, ist ein bisschen wenig. 12 Gramm für 20 Liter. Aber ich denke, die wissen schon, was sie tun. Ich habe es ja rehydriert. Das ist, wenn, dann ein minimales Underpitching.
Jo, und dann sehen wir uns bei der Verkostung wieder. Also, bis dann. Und wenn ihr die lange Zeit zum Warten nicht ertragen könnt, dann schaut euch doch ein paar andere Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es eine ganze Menge zu entdecken und ist für jeden was dabei. Bis dann.